Also, stell dir mal vor, du hast wirklich monatelang Vokabeln gepaukt. Du kennst, keine Ahnung, den Konjunktiv 2 im Schlaf und deine Grammatiktabellen, die sind farblich perfekt markiert. Ja, die klassischen bunten Karteikarten. Genau, die Karteikarten. Und du fühlst dich eigentlich absolut unbesiegbar. Und dann stehst du in Deutschland an der Supermarktkasse, die Kassiererin rattert 3 wirklich simple Worte herunter, sowas wie sonst noch etwas, und in deinem Kopf herrscht plötzliche absolute Leere. Das absolute Blackout, ja. Genau. Und da frage ich mich, warum versagt unser ganzes theoretisches Wissen eigentlich genau in dem Moment, wenn der echte Alltag zuschlägt? Naja, weil das Gehirn unter Stress in Bruchteilen von Sekunden entscheiden muss, was es tut. Es muss entscheiden, ob es einen Satz mühsam nach den gelernten grammatikalischen Regeln ganz neu konstruiert oder ob es auf bereits gespeicherte, vorgefertigte Muster zurückgreift. Okay. Und im Labor, also wenn wir zu Hause am Schreibtisch sitzen und lernen, da haben wir alle Zeit der Welt für diese Konstruktion. Aber im echten Leben an der Kasse, da gewinnen immer die Muster. Weil schneller geht. Absolut. Und wenn man diese Muster eben nicht hat, dann friert das System quasi ein. Wahnsinn. Und genau dieses Einfrieren, das schauen wir uns in unserer heutigen tiefgehenden Analyse an. Wir haben nämlich ein faszinierendes Dokument vorliegen. Das ist so ein Leitfaden, der exakt 30 kurze Sätze destilliert, die in Deutschland jeden Tag wirklich das Rückgrat der Kommunikation bilden. Und unsere Mission heute für diesen Deep Dive ist jetzt nicht einfach nur, dass wir hier eine Liste vorlesen. Das wäre ja langweilig. Ja, definitiv. Wir wollen stattdessen verstehen, warum dieses sture Auswendiglernen von Einzelwörtern oft ins Leere führt und wie genau diese spezifischen, kompakten Sätze linguistisch eigentlich funktionieren. Genau. Wenn jemand zum Beispiel online nach so etwas wie Easy Podcast for Beginners sucht, um die Sprache zu lernen, dann braucht er genau diese Bausteine. Warum sind genau die der wahre Schlüssel, um in einer neuen Sprache wirklich zu überleben? Also, wenn wir uns da mal die Sprachwissenschaft ansehen, dann sprechen wir hier von sogenannten formelhaften Sequenzen. Formelhafte Sequenzen. Okay. Ja, Muttersprachler setzen Sätze im Alltag nämlich oft gar nicht Wort für Wort neu zusammen. Wenn jemand zum Beispiel fragt, wie geht es dir, dann holt das Gehirn nicht die einzelnen Wörter, also wie und gehen und es und dir, aus dem Speicher und wendet dann noch Grammatikregeln an. Sondern? Es ruft eine einzige komplett fertige Audiodatei ab, einen sogenannten Chunk. Und das ist extrem effizient, weil es die kognitive Last enorm reduziert. Ah, das ist ja ein super Konzept. Wir nutzen unser Gehirn also eher wie ein Soundboard in so einem Radiostudio, wo man einfach nur auf den Knopf drückt, anstatt die Musik jedes Mal selbst live mit der Gitarre zu spielen. Exakt, das ist ein perfektes Bild. Und diese fertigen Audiodateien, die brauchen wir am allerdringendsten für das, was Soziologen phatische Kommunikation nennen. Phatische Kommunikation. Was genau heißt das? Das bedeutet, es geht in dem Moment gar nicht um den Austausch von irgendwelchen echten, tiefen Informationen, sondern nur um das Herstellen und Pflegen von sozialen Bindungen. Ah, okay. Also quasi die sozialen Schmiermittel des Alltags. Ganz genau. Wenn wir uns die Daten aus unserer Quelle ansehen, fängt das natürlich beim absoluten Klassiker an, nämlich wie geht's? Und als Anfänger lernt man ja oft, das sei eine echte Frage nach dem Befinden. Ja, das ist ein typischer Stolperstein. Aber die erwartete Antwort im echten Leben ist total simpel. Die Quelle sagt, man antwortet einfach gut, danke. Und dir? Und der andere sagt auch gut. Es ist im Grunde ein reiner verbaler Ballwechsel. Aber da stolpere ich direkt über einen anderen Satz, der mich wirklich fasziniert hat, nämlich alles klar. Ah ja, ein absoluter Favorit. Ja, total. Oft wird das auf der Straße ja einfach nur als kurzes Hey im Vorbeigehen benutzt. Und die Antwort ist dann meistens, ja, alles gut. Da frage ich mich echt, ist alles klar in diesem Kontext eigentlich überhaupt noch eine echte Frage oder ist das nur ein verbales Nicken? Also in den allermeisten flüchtigen Situationen ist es definitiv keine echte Frage mehr. Es ist, wie du sagst, im Grunde ein akustisches Nicken. Okay. Wenn wir uns da mal die evolutionäre Psychologie dahinter ansehen, signalisiert diese ganz kurze Interaktion dem anderen eigentlich nur, ich sehe dich, ich erkenne dich an und wir sind keine Feinde. Wir sind keine Feinde, okay. Genau. Niemand erwartet auf ein beiläufiges Alles klar im Treppenhaus irgendwie eine ehrliche Analyse deiner familiären Probleme oder ob du Rückenschmerzen hast. Oh Gott, nein.
Stell dir das mal vor. Eben. Und wenn man das wörtlich übersetzt und als tiefe emotionale Erkundigung missversteht, entsteht sofort diese typische kulturelle Reibung, weil der andere völlig überfordert ist mit der langen Antwort. Das leuchtet absolut ein. Es ist sozusagen ein linguistischer Stoßdämpfer, der das Leben sanfter macht. Mhm, schönes Wort dafür. Und zu diesen Stoßdämpfern gehören ja laut dem Leitfaden auch die Verabschiedungen. Sowas wie bis später oder bis morgen oder das typische schönen Tag noch, was man ja wirklich ständig nach dem Bezahlen im Supermarkt oder in der Bäckerei hört. Oh ja, jeden Tag. Und die universelle Antwort darauf, die unser Material hier als absoluten Lebensretter hervorhebt, ist einfach: Danke gleichfalls. Ja, auch hier sehen wir wieder exakt dieses Prinzip der reduzierten kognitiven Last. Wie meinst du das genau in dem Fall? Naja, jemand wünscht dir ein schönes Wochenende und was sagst du? Danke, gleichfalls. Jemand wünscht dir einen schönen Abend, du sagst Danke, gleichfalls. Ah, okay. Du musst den Satz deines Gegenübers gar nicht grammatikalisch tief analysieren oder dir eine eigene individuelle Antwort überlegen. Du drückst einfach wieder den Knopf auf deinem inneren Soundboard. Das ist echt praktisch. Aber Moment, lass uns da mal ein bisschen kritisch drauf schauen. Gerne. Nehmen wir mal diese ganzen kurzen Sätze für kleine Pannen, die hier aufgelistet sind. Wenn jemand 5 Minuten zu spät kommt, sagt man, kein Problem. Wenn dir jemand aus Versehen den Stift wegnimmt, sagst du, macht nichts. Mhm. Und dann gibt es ja dieses wirklich berüchtigte alles gut. Also, jemand rempelt dich an, alles gut. Jemand hat deinen Namen in der E-Mail falsch geschrieben, alles gut. Ja, der Klassiker. Aber wenn ich auf alles, was irgendwie schief geht, immer nur noch mit alles gut antworte, wirke ich dann nicht irgendwann wie so ein desinteressierter Papagei? Also fehlt da nicht völlig die emotionale Tiefe? Also, das ist eine berechtigte Sorge, das verstehe ich. Aber man muss hier wirklich den Kontext der Straße oder auch des Büros sehen. Alles gut ist in Deutschland so etwas wie, sagen wir mal, die Generalamnestie für kleine Alltagsdelikte. Generalamnestie, okay. Ja, es funktioniert nämlich genau deshalb so fantastisch, weil es so formelhaft ist. Aha. Es signalisiert den Gegenüber einfach sofort, hey, wir müssen diesen kleinen Fehler jetzt nicht ewig ausdiskutieren, dein soziales Gesicht ist gewahrt, alles in Ordnung. Okay, das heißt, es schützt den anderen eigentlich. Ganz genau. Wenn du stattdessen in so einer Situation anfängst, eine total individuelle, tiefgründige Vergebung zu formulieren, machst du die Situation paradoxerweise oft viel peinlicher für den anderen. Ah, verstehe. Du machst quasi eine große Sache daraus und raubst der Interaktion diese nötige Leichtigkeit. Das ist ja echt spannend. Also ist die Formelhaftigkeit gar kein Mangel an Kreativität, sondern eine ganz bewusste Höflichkeitsstrategie, um einfach das Drama aus der Situation zu nehmen? Exakt so ist es. Wow, okay. Das bringt uns eigentlich direkt zu einem Punkt, wo diese Leichtigkeit oft aufhört. Nämlich, wenn man sich eigentlich verabreden will, aber die Dinge noch total unklar sind. Unser zweiter großer Bereich, das Management von Zeit und Unsicherheit. Oh ja, ein ganz wichtiges Feld. Hier wird die Pragmatik einer Sprache oft am allerdeutlichsten sichtbar. Also wie gehen Menschen eigentlich mit dem Nichtwissen um? Unsere Daten zeigen hier ein perfektes Beispiel, das mich beim Lesen wirklich zum Schmunzeln gebracht hat. Es geht um diese Formulierung von Unwissenheit. Wenn man im Lehrbuch lernt, wie man ausdrückt, dass man etwas nicht weiß, dann lernt man ja immer den Satz, ich weiß es nicht. Richtig, ganz klassisch. Aber in der Realität der Deutschen wird extrem oft einfach keine Ahnung benutzt. Und warum klingt ich weiß es nicht oft so schnell nach einem Roboter, während keine Ahnung irgendwie völlig natürlich und menschlich rüberkommt? Das liegt vor allem an der Endgültigkeit dieser Phrasen. Ich weiß es nicht ist grammatikalisch, ja ein geschlossener, sehr kompletter Satz. Er zieht oft regelrecht einen Schlussstrich unter das Gespräch. Wie so eine Mauer. Genau. Es signalisiert, hey, Ende der Informationskette, frag mich nicht weiter. Keine Ahnung hingegen, das funktioniert auf der sozialen Ebene ganz anders. Inwiefern? Es ist viel lässiger. Es wird ja auch oft begleitet von so einem Schulterzucken oder einem Hochziehen der Augenbrauen. Stimmt. Es ist weniger eine harte Abweisung der eigentlichen Frage und vielmehr ein gemeinsames Eingeständnis dieser Unwissenheit. Es lädt den anderen fast ein bisschen dazu ein, vielleicht gemeinsam weiterzuraten. Ah, das ist sozusagen das sprachliche Äquivalent eines Schulterzuckens. Das gefällt mir gut. Und diese Lässigkeit, die zieht sich ja auch durch diese ganze Zeitkoordination. Ja, absolut. Wenn die Pläne vage sind, sagt man, laut der Quelle, mal sehen. Das heißt ja im Grunde einfach, lass uns die Entscheidung auf später vertagen. Genau. Aber wo wir gerade bei Zeit sind, wir müssen unbedingt über
Ich bin gleich da reden. Oh, das ist ein wunderbares Thema. Weil wenn ich von jemandem mal eine Nachricht bekomme mit dem Text, ich bin gleich da, dann weiß ich aus Erfahrung, das kann 2 Minuten bedeuten, aber es können eben auch noch 20 sein. Absolut. Das ist doch eigentlich die größte sozial akzeptierte Alltagslüge der deutschen Sprache, oder nicht? Also es ist definitiv eine sehr, sehr dehnbare Zeiteinheit. Da hast du vollkommen recht. Aber wenn wir das mal rein pragmatisch betrachten, erfüllt dieser Satz einen enorm wichtigen Zweck. Nämlich, er beruhigt den Wartenden. Er beruhigt ihn. Ja, weil es geht bei Ich bin gleich da überhaupt nicht um eine präzise GPS-Datenübermittlung. Okay. Es ist vielmehr eine soziale Botschaft, die eigentlich sagt, hey, ich hab dich nicht vergessen, du hast Priorität für mich, ich bin auf dem Weg, es besänftigt die Situation einfach. Und wenn es dann wirklich doch gravierend länger dauert? Dann wechselt man laut unserem Leitfaden zu einer anderen Formel, nämlich ich komme später. Das ist dann die Eskalationsstufe. Verstehe. Was mich an dieser Liste aber wirklich total fasziniert, ist der absolute Notausgang für soziale Situationen, nämlich der Satz, ich muss los. Oh ja, ein sehr mächtiges Werkzeug. Ja, du stehst auf einer Party, es ist spät, du schaust auf die Uhr und sagst einfach, ich muss los. Da gibt es keine ausgefeilten Ausreden, kein, oh, ich habe morgen früh noch einen unfassbar wichtigen Termin beim Zahnarzt und mein Hund ist auch ganz krank. Nein, gar nichts davon. Einfach nur, ich muss los. Aber wirkt das, sagen wir mal, auf jemanden, der aus einer ganz anderen Kultur kommt, wo man höflich lange Ausreden erfindet, nicht unfassbar schroff und unhöflich? Das ist eine super Beobachtung. Und das ist tatsächlich ein klassisches Beispiel für den Unterschied zwischen sogenannten High-Context- und Low-Context-Kulturen. Erklär das mal kurz. Also in vielen Kulturen erfordert die Höflichkeit wirklich das Einbetten einer Absage in eine sehr lange, detaillierte Geschichte, um den anderen nicht zu verletzen. Genau, um das Gesicht zu wahren. Richtig. Aber in der deutschen Alltagskultur, da wird Klarheit sehr oft direkt mit Höflichkeit gleichgesetzt. Eine lange, offensichtlich erfundene Ausrede kann hier sogar als viel respektloser empfunden werden, als das einfache, ehrliche und direkte Ich muss los. Wahnsinn. Ja, der Satz ist wirklich ein gesellschaftlich komplett akzeptierter Freifahrtschein, um eine Interaktion höflich zu beenden. Okay, das ist gut zu wissen. Wenn wir diese ganzen Stoßdämpfer und Freifahrtscheine jetzt beherrschen, wird es eigentlich Zeit für die nächste Stufe auf unserer Liste. Die reine Logistik, also wann man kommt und geht, ist ja das eine. Aber was passiert, wenn wir wirklich Pläne schmieden wollen? Also dieser soziale Tanz. Hier beobachten wir nämlich, wie unfassbar effizient diese formelhaften Sequenzen zusammenarbeiten, fast wie Legosteine. Legosteine, ja. Man braucht für eine komplette Terminvereinbarung im Alltag absolut keine komplexen Nebensätze mit Konjunktionen und so weiter. Lass uns das doch mal anhand des Beispiels aufdröseln, das wir in den Unterlagen haben. Sehr gern. Das ist so ein kurzer Telefonanruf zwischen 2 Freunden, Paul und Laura. Paul ruft an und fragt nach Lauras Plänen und sagt einfach, was machst du heute? Ein klassischer Chunk? Genau. Und Laura nutzt einen ersten Baustein aus unserer Liste und antwortet, noch nichts. Warum? Daraufhin schlägt Paul dann vor, hast du Lust auf einen Kaffee? Und genau hier, da bleibe ich hängen. Warum? Naja, warum fragt er sie nicht, hast du Zeit für einen Kaffee? Warum fragt er nach der Lust? Weil Zeit haben und Lust haben in Deutschland 2 völlig unterschiedliche soziale Währungen sind. Und das ist ein absolut essentielles Konzept, wenn man die Kultur verstehen will. Okay, wie meinst du das? Im deutschen Alltag reicht es oft eben nicht nur, Kapazitäten im Kalender zu haben. Das Wort Lust fokussiert sich rein auf die innere Motivation, also auf die emotionale Bereitschaft für genau dieses Treffen. Ah, das heißt, es lässt ihr eigentlich eine Tür offen. Exakt. Wenn du jemanden nur nach der Zeit fragst, zwingst du den anderen fast schon zu einem Treffen. Es sei denn, er hat einen ganz harten Termin als Ausrede. Weil er ja schlecht sagen kann, ich habe zwar 3 Stunden Zeit, aber ich will dich nicht sehen. Richtig, das wäre extrem unhöflich. Aber hast du Lust? Gib dem anderen genau den nötigen Raum. Vielleicht auch einfach abzusagen, ohne dass es ein organisatorisches Problem geben muss. Es ist im Grunde ein Respektieren der persönlichen Grenzen. Das ist echt subtil, aber extrem wirkungsvoll, wenn man drüber nachdenkt. Ja, total. Und wie antwortet Laura in unserem Beispiel? Sie sagt jetzt nicht sowas Formelles wie, ja, das bereitet mir große Freude. Nein, natürlich nicht. Sie nutzt wieder einen dieser simplen Lego-Steine und sagt, gute Idee. Perfekt. Dann schlägt Paul eine konkrete Uhrzeit vor. Treffen wir uns um 3. Und Lauras Antwort ist so elegant in ihrer Einfachheit, wie die Quelle das zeigt. Was sagt sie? Sie sagt, 3 Uhr geht leider nicht. Ich muss noch einkaufen.
Sie lehnt also ab, liefert aber direkt die kurze Erklärung mit. Mhm. Und dann schlägt Paul 4 Uhr vor und Laura nutzt den absoluten Goldstandard für deutsche Termine. Sie sagt, das passt. Genau, das passt ist vielleicht wirklich einer der wichtigsten Sätze überhaupt für das Navigieren im Alltag. Vom Arzttermin bis zum lockeren Date. Warum ist der so wichtig? Wenn man diese ganze Konversation mal von oben analysiert, sieht man, keiner der beiden hat auch nur einen einzigen Satz gebildet, der grammatikalisch irgendwie über das absolute Basisniveau hinausgeht. Stimmt. Es ist einfach eine Aneinanderreihung von ganz modularen Blöcken. Und trotzdem ist das Gespräch zu 100% authentisch. Ein Muttersprachler würde das wirklich exakt so führen. Das muss doch für jeden, der gerade versucht, diese Sprache zu lernen, wie so eine enorme Befreiung klingen. Definitiv. Man denkt ja immer, man müsse total fließend diese ewig langen Schachtelsätze bilden können, nur um sich mal mit Freunden zu verabreden. Aber in Wirklichkeit, ja, spielt man einfach nur ganz klug mit Lego. Das Problem ist dabei nur, dass dieser wirklich sichere Raum unter Freunden sehr schnell verlassen wird. Oh. Ja, die wahren Herausforderungen beim Sprachenlernen liegen ja oft dort, wo die sozialen Regeln starrer sind und die Sprecher da draußen auch überhaupt keine Rücksicht auf dein Sprachniveau nehmen. Oh ja, das echte Leben da draußen. Der Bahnhof, der Bäcker, die Ausländerbehörde. Genau. Und das führt uns direkt zum nächsten ganz essentiellen Bereich im Leitfaden, dem Überlebenskit für den Ernstfall. Sehr treffender Name. Also was man tut, wenn jemand viel zu schnell spricht oder wenn man im Geschäft plötzlich unter Druck gerät. Hier geht es wirklich um sprachliche Selbstverteidigung und natürlich um die Fähigkeit, alltägliche Transaktionen irgendwie erfolgreich abzuschließen. Okay, dann lass uns mal beim Einkaufen starten. Gerne. Man kennt das ja, man steht in der Schlange beim Bäcker, hinter einem warten schon 3 Leute ungeduldig, man fängt leicht an zu schwitzen. Wie formuliert man jetzt seinen Wunsch? Wenn ich sage, ich will einen Kaffee, dann klingt das sofort wie so ein bockiges Kleinkind. Unser Material schlägt da stattdessen den Satz vor, ich hätte gern. Ja. Ich hätte gern einen Kaffee oder ich hätte gern 2 Brötchen. Das ist laut der Quelle quasi der universelle Schlüssel für absolut jede Dienstleistung in Deutschland. Das stimmt, absolut. Ich hätte gern ist grammatikalisch natürlich der Konjunktiv 2, ja, aber auch hier muss der Lernende nicht die komplexe Regel des Konjunktivs an sich beherrschen. Er muss nicht wissen, warum es so heißt. Nein, Er muss nur diesen einen Chunk verinnerlichen. weil es einfach die perfekte Balance aus Höflichkeit und klarer Direktheit ist. Okay, das leuchtet ein. Aber, und das ist wichtig, was im Alltag oft noch viel schwieriger ist als diese Bestellung selbst, ist das Bewältigen der direkten Anschlussfrage. Oh ja, genau. Diese gefürchtete Frage der Verkäufer. Wenn man seine Brötchen hat und dann kommt dieses sonst noch etwas? Oder auch, darf's noch was sein? Ja. Wenn du dich darauf nicht vorher mental vorbereitet hast, bricht in deinem Kopf wirklich Panik aus. Du stehst da, rechnest schon innerlich mit dem Preis, hast dein Geld in der Hand und plötzlich kommt noch eine völlig neue Frage. Der absolute Stressmoment. Und die ganz simple Rettung aus dem Leitfaden ist einfach zu sagen, das ist alles. Oder, nein danke, das ist alles. Genau, das schließt diese Transaktion nämlich extrem sauber ab, ohne dass man nachdenken muss. Aber was machen wir in den Momenten, in denen selbst solche vorgefertigten Routinen völlig versagen? Wenn man einfach überhaupt nichts mehr versteht. Ja, wenn wir schlichtweg komplett überfordert sind. Lass uns genau da mal einhaken. Warum nicken wir eigentlich fast alle total dumm und lächeln freundlich, wenn wir in einer Fremdsprache etwas absolut gar nicht verstanden haben? Das kennst du also auch. Oh, ich habe das selbst so oft gemacht. Man tut so, als hätte man diesen komplexen Witz in der Gruppe oder die super komplizierte Wegbeschreibung am Bahnhof perfekt verstanden, sagt, aha, ja, okay, und läuft dann völlig ahnungslos in die exakt falsche Richtung. Was passiert da eigentlich psychologisch in uns? Das ist ein sehr bekanntes Phänomen in der Forschung. Es nennt sich die Illusion der Kompetenz. Und das ist oft gepaart mit einer massiven, tiefen Angst vor Gesichtsverlust. Gesichtsverlust, ja. Eine neue Sprache zu lernen, das versetzt uns Erwachsene oft in einen Zustand so einer Art infantiler Hilflosigkeit. Oh wow, infantil. Ja, überleg mal. Im Beruf bist du vielleicht ein unfassbar kompetenter Manager, du leitest Teams, aber in der neuen Sprache kannst du nicht einmal am Bahnhof nach dem richtigen Zug fragen. Das ist echt frustrierend, ja.
Und wenn man dann auch noch offen zugibt, ich verstehe nicht, dann fühlt sich das für das erwachsene Ego wie ein ganz tiefes persönliches Scheitern an. Man möchte einfach nicht die Person sein, die jetzt den ganzen Raum aufhält. Also täuscht man dieses Verständnis vor, nur um sozial irgendwie dazuzugehören. Aber genau dieses Vortäuschen, das ist doch laut unserer Analyse der absolut größte Fehler, den man überhaupt machen kann. Ohne Zweifel. Denn in dem Moment, in dem ich einfach nur nicke, obwohl ich absolut nichts verstehe, beende ich den eigenen Lernprozess. Die Interaktion geht über meinen Kopf hinweg weiter und ich bin einfach draußen. Völlig richtig. Die stärksten und eigentlich handlungsmächtigsten Sätze, die ein Sprachanfänger überhaupt lernen kann, sind interessanterweise Sätze, die direkte Verletzlichkeit zeigen. Sätze wie "einen Moment bitte" Ja? oder "können Sie mir helfen"? Und vor allem dieses ganz klare "Ich verstehe nicht". Und dann gefolgt von "langsamer bitte" oder "noch einmal bitte". Genau diese Sätze. Weil wenn ich verstehe nicht sage, dann gebe ich ja eigentlich nicht auf, sondern ich übernehme aktiv die Kontrolle über das Gespräch, oder? Das hast du sehr schön formuliert. Ich zwinge sozusagen mein Gegenüber, mein Tempo zu respektieren. Ich mache ihn in dem Moment zu meinem potenziellen Lehrer. Also Sätze wie "Was bedeutet das?" oder "Wie sagt man das auf Deutsch?" Das sind ja überhaupt erst die Sätze, die echtes Lernen in freier Wildbahn ermöglichen. Es ist im Grunde ein Wechsel von so einer passiven Erduldung der Situation hin zur völlig aktiven Gestaltung. Und es gibt hier eine sehr, sehr schöne Fallstudie in unseren Unterlagen, die genau diesen psychologischen Umschwung unfassbar gut illustriert. Du meinst die Geschichte von Mariam? Genau die. Ja. Mariams Geschichte ist wirklich das Herzstück davon, warum all diese graue Theorie so unfassbar wichtig ist. Lass uns die mal anschauen. Also, Mariam lernt seit Monaten Deutsch. Sie ist eine exzellente Schülerin, sie kennt all die Grammatikregeln und sie hat einen riesigen passiven Wortschatz aufgebaut. Aber sie leidet unter genau dieser Blockade, über die wir sprechen. Sie traut sich draußen einfach nicht zu sprechen. Das sogenannte Buchdeutsch bleibt in ihrem Kopf eingesperrt, weil sie Angst hat, Fehler zu machen. Das ist die ganz klassische Kluft zwischen Kompetenz und Performance. Kompetenz und Performance. Okay. Und dann eines Tages entscheidet sie sich wirklich, diesen sicheren Raum zu verlassen. Ein mutiger Schritt. Sie geht in eine deutsche Bäckerei. Nicht um mit einem Lehrer Vokabeln abzufragen, sondern um eine reale, echte Transaktion durchzuführen. Sie steht da, die Verkäuferin fragt, was darf es sein, und Mariams Herz rast natürlich. Klar. Aber sie greift in ihren neuen Werkzeugkasten und holt genau diesen einen Chunk heraus, über den wir vorhin gesprochen haben. Sie atmet ein und sagt: "Ich hätte gern 2 Brötchen, bitte." Und dann kommt natürlich der absolute kritische Moment. Genau. Die Routine des Gegenübers schlägt zu. Was passiert? Die Verkäuferin packt die Brötchen routiniert ein und stellt eben diese gefürchtete Frage: "Sonst noch etwas?" In der Vergangenheit hätte Mariam hier vielleicht panisch genickt, irgendwas gekauft, was sie nicht wollte, oder wäre rot angelaufen geflüchtet. Aber diesmal versteht sie das Muster. Sie erkennt es, sie lächelt und sagt einfach: "Nein, danke, das ist alles." Hervorragend. Die Verkäuferin sagt noch: "Schönen Tag noch." Mariam pariert das locker mit: "Danke gleichfalls", bezahlt und geht aus dem Laden. Wenn man dieses ganze Gespräch jetzt linguistisch analysiert, ist da natürlich absolut nichts Weltbewegendes passiert. Naja, es wurden keine neuen philosophischen Erkenntnisse über die Welt ausgetauscht. Richtig. Aber für Mariam war das ein monumentaler Erfolg. Sie verlässt diese Bäckerei glücklich, weil die Sprache für sie in diesem einen Moment von so einem abstrakten akademischen Fach zu einem echten Werkzeug geworden ist. Ja. Sie hat eine reale Wirkung in der echten Welt erzielt. Es geht hier gar nicht um die Brötchen, es geht um ihre Selbstwirksamkeit. Und diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit, die erzeugt eine unglaublich positive Rückkopplungsschleife in ihrem Gehirn. Ah, wie das? Jedes Mal, wenn ein solcher Lego-Baustein im echten Leben tatsächlich funktioniert, schüttet das Gehirn direkt Dopamin aus. Und das motiviert sie für die nächste, vielleicht schon etwas komplexere Interaktion. Das ist eigentlich der wahre Motor des echten Spracherwerbs. Okay, das bringt uns jetzt zur alles entscheidenden Frage der Umsetzung. Wir haben jetzt die Motivation durch diese Dopaminausschüttung, wir kennen die psychologischen Hürden und wir haben diese 30 goldenen Werkzeuge im Leitfaden. Aber wie bekommt man die jetzt vom Papier wirklich in den Kopf und vor allem auf die Zunge? Das ist die große Frage. Weil wenn ich mich jetzt hinsetze und versuche, alle 30 Phrasen an einem einzigen Nachmittag in mich reinzuprügeln, dann habe ich am Ende, wenn ich beim Bäcker stehe, doch wieder nur diesen totalen Salat im Kopf.
Ja, das wäre der ganz klassische Weg direkt in die kognitive Überlastung. Okay. Deswegen ist die absolut empfehlenswerte Strategie hier radikales Chunking und das gepaart mit gestaffelter Wiederholung. Die sogenannte 5-Satze-Methode. 5-Satze-Methode. Das heißt, ich nehme mir für heute wirklich nur 5 dieser kleinen Lego-Steine vor. Richtig. Zum Beispiel, wie geht, kein Problem, keine Ahnung, ich muss los. Und das passt. Und ich konzentriere mich wirklich nur auf diese 5. Genauso. Aber unsere Daten schlagen hier noch eine Methode vor, bei der ich wirklich ein bisschen skeptisch bin, muss ich gestehen. Ach ja. Welche meinst du? Man soll diese Sätze laut aufsprechen, während man ganz alleine zu Hause ist. Man soll regelrecht kleine Theaterstücke mit sich selbst im Wohnzimmer aufführen. So nach dem Motto, was machst du heute? Ich gehe einkaufen. Ja, das steht da. Kommt man sich da nicht völlig bescheuert vor? Da denkt man doch, man wird verrückt, wenn man allein mit sich redet. Natürlich, ich verstehe das voll. Das fühlt sich am Anfang extrem künstlich und albern an. Aber wenn wir uns mal die Neurologie dahinter ansehen, ist das absolut unverzichtbar. Warum? Reicht Lesen nicht? Nein, wenn du Vokabeln nur leise in deinem Kopf liest, aktivierst du hauptsächlich das sogenannte Wernicke-Areal im Gehirn. Das ist für das reine Sprachverständnis zuständig. Okay. Aber du musst ja das Broca-Areal aktivieren, das für die Sprachproduktion, also für das aktive Sprechen verantwortlich ist. Und noch viel wichtiger, du musst den motorischen Kortex trainieren. Warte mal, den motorischen Kortex? Wir reden hier also wirklich von einer Art physischem Training? Absolut. Sprache ist am Ende des Tages eine physische Handlung. Krass, das vergisst man total oft. Ja, deine Zunge, deine Lippen, deine Stimmbänder, all diese Muskeln sind an die Bewegungsabläufe deiner Muttersprache gewöhnt. Deutsche Laute erfordern teilweise aber völlig andere, neue Muskelanspannungen. Das leuchtet ein. Es ist ein bisschen wie beim Tennis. Du kannst die Theorie der perfekten Vorhand 100-mal im Kopf durchgehen. Du weißt genau, wie sie funktioniert. Ja. Aber wenn du dann wirklich auf dem Platz stehst, wird der Ball gnadenlos ins Netz fliegen, wenn deine Muskeln die tatsächliche Bewegung noch nie gemacht haben. Oh, wow. Das ist ein extrem guter Vergleich. Das laute Sprechen zu Hause, auch wenn es sich eben am Anfang echt albern anfühlt, baut das motorische Gedächtnis auf. Quasi das Muskelgedächtnis für diese neue Sprache. Das Muskelgedächtnis der Sprache. Das ist echt ein fantastisches Bild. Das heißt also, wenn ich dann in der Schlange im Supermarkt stehe, muss mein Gehirn nicht erst den komplizierten Befehl an meine Lippen schicken, wie genau dieser Laut sch in ich hätte gern geformt wird. Genau. Die Muskeln wissen das dann einfach schon. Sie greifen auf das Training zurück, ja? Und die ultimative Belohnung für dieses scheinbar verrückte Selbstgesprächstraining zu Hause ist dann wahrscheinlich dieser unglaubliche Aha-Moment im echten Alltag. Ja, dieser magische Moment der Mustererkennung. Genau. Du stehst irgendwo am Bahnhof oder so, bist vielleicht gerade total in Gedanken versunken und plötzlich hörst du, wie jemand hinter dir zu jemand anderem sagt, das passt oder mach dir nichts draus, macht nichts. Mhm. Und in deinem Kopf macht es sofort Klick. Du musst den Satz gar nicht mehr übersetzen. Du fühlst ihn einfach, weil du die Audiospur schon kennst. Ja, und in genau diesem Moment, da hört man eigentlich auf, eine Sprache nur zu lernen und fängt wirklich an, sie zu erleben. Wahnsinn. Und genau das ist das Ziel. Perfektion, Fehlerfreiheit, eine von Tag 1 an völlig makellose Aussprache, das sind am Anfang eigentlich völlig falsche Metriken, an denen wir uns da messen, oder? Total. Die einzige Metrik, die wirklich zählt, ist die erfolgreiche soziale Interaktion. Also das, was Mariam geschafft hat. Richtig. Jeder kleine Legostein, den man mutig einsetzt und der vom Gegenüber richtig verstanden wird, ist ja ein direkter Beweis dafür, dass man jetzt Teil dieser neuen sprachlichen Realität ist. Also, was nehmen wir aus dieser ganzen tiefgehenden Analyse heute mit? Egal, ob du gerade aus einem völlig anderen Land hierher gezogen bist, ob du dich vielleicht auf dein allererstes Meeting auf Deutsch im Büro vorbereitest oder ob du einfach nur neugierig verstehen willst, wie Sprache im Gehirn eigentlich funktioniert. Mhm. Wir neigen ja alle dazu, Kommunikation extrem zu überdenken. Wir glauben immer, wir müssten grammatikalische Architekten sein, um mitreden zu dürfen. Ein weit verbreiteter Irrtum. Aber die Wahrheit, die dieser Leitfaden uns zeigt, ist ja sehr viel beruhigender. Echte, lebendige Alltagskommunikation besteht zum allergrößten Teil aus dem mutigen Kombinieren von einfachen, schon vorgefertigten Bausteinen. Absolut. Es geht wirklich darum, das dicke Lehrbuch auch mal mutig zuzuklappen,
den Konjunktiv einfach mal Konjunktiv sein zu lassen und stattdessen einfach rauszugehen. Rauszugehen und diese linguistischen Stoßdämpfer und sozialen Freifahrtscheine in der echten Welt zu testen. Das bringt den praktischen Nutzen dieses Leitfadens wirklich perfekt auf den Punkt. Danke. Aber weißt du, wenn wir das Ganze jetzt noch eine Ebene weiterdenken, dann drängt sich mir zum Abschluss noch eine fast schon philosophische Frage auf, die sehr tief in die Psychologie unserer Identität hineinreicht. Oh, das klingt spannend. Ich bin ganz Ohr. Naja, guck mal, wenn wir anfangen, eine Sprache zu lernen und diese 30 vorgefertigten Sätze nutzen, dann spielen wir ja am Anfang eigentlich eine Rolle. Wie meinst du das? Wir imitieren Muttersprachler. Wir stehen allein vor dem Spiegel im Wohnzimmer und üben Sätze wie „alles gut" oder „ich muss los". Ja. Und zwar so, als wären wir Schauspieler, die einen komplett fremden Text auswendig lernen müssen. Wir setzen uns eine Art linguistische Maske auf, nur um da draußen im Alltag irgendwie zu funktionieren. Stimmt. Es fühlt sich anfangs nicht nach einem selbst an. Genau. Aber die wirklich faszinierende Frage ist doch, ab welchem Punkt genau hört es auf, nur so eine antrainierte Lerntechnik oder eine aufgesetzte Maske zu sein? Wann genau verschmelzen diese auswendig gelernten, anfänglich total fremden Worte tief mit uns? Wann wird aus dieser Rolle, die wir da vor dem Spiegel spielen, unsere eigene, völlig authentische Identität in dieser neuen Kultur? Wow. Das ist ein Gedanke, den man vielleicht mitnehmen sollte, bevor man das nächste Mal in die Bäckerei tritt und einfach nach 2 Brötchen fragt. Das ist wirklich ein unglaublich starker Gedanke. Vielen Dank für diese tiefen Einblicke heute. Das war's mit unserem Deep Dive. Bis zum nächsten Mal.